Hallo, willkommen bei Deutsch mit Stories. Ich heiße Ann. Ich bin neu in Deutschland und lerne Deutsch. In diesem Video lernst du Deutsch mit mir. Lass uns jetzt anfangen. Hallo, willkommen an der IT-Abteilung. Du bist Ann, richtig? Ja, genau. Hallo. Danke. Schön, dich zu treffen. Heute erkläre ich dir den Uni-Portal. Keine Sorge, es ist nicht schwer. Danke. Ich bin ein bisschen nervös. Alles ist neu. Das ist normal. Zuerst erkläre ich, warum wir das Portal haben. Ah, okay. Der Portal ist wie das Zentrum für alle Studierenden. Alles Wichtige ist dort. Alles? Ja, deine Daten, dein Stundenplan, Noten, Termine, Anmeldungen. Alles zusammen. Ah, also wie ein Gehirn für Studenten? Genau. Alles läuft über das Portal. Wenn die Uni etwas Wichtiges mitteilen muss, steht es dort zuerst. Nur dort? Ja, offizielle Nachrichten gehen zuerst in den Portal. Danach E-Mail. Okay. Ein wichtiger Punkt: persönliche Daten. Adresse, Telefonnummer, Notfallkontakt. Alles muss richtig sein. Warum? Wenn die Uni dich kontaktieren muss, zum Beispiel zu Prüfungen oder Rückmeldungen, brauchen sie die richtigen Daten. Ah, logisch. Gut. Im Portal siehst du auch den Link zu Moodle. Moodle? Was ist das? Moodle ist das Lernsystem. Dort gibt es Materialien, Übungen und Aufgaben. Wir sprechen später mehr darüber. Okay. Ein weiterer Punkt: Fristen. Im Portal siehst du, wann du Kurse anmelden musst. Wenn ich das Portal nicht checke, verpasse ich etwas? Ja, das kann passieren. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig reinzuschauen. Wie oft? Am besten jeden Tag oder ein paar Mal pro Woche. Gut. Ich werde es versuchen. Noch etwas: Dokumente. Manchmal musst du Formulare hochladen, zum Beispiel für Kurse oder Prüfungen. Alles passiert digital im Portal. Ah, alles digital. Kein Papier? Ja, meistens. Papier nur selten. Deutschland ist sehr digital in den Hochschulen. Okay. Gut. Zusammengefasst: Portal gleich alle Infos über dein Studium. Moodle gleich Materialien, Aufgaben, Lernen. E-Mail gleich offizielle Kommunikation. Ah. Drei Dinge: Portal, Moodle, E-Mail. Genau. Wenn du das verstehst, hast du schon viel gelernt. Ich fühle mich schon besser. Ich hatte Angst, Fehler zu machen. Fehler passieren am Anfang. Das ist normal. Wichtig ist, du weißt jetzt, wo die Infos sind. Ja, ich verstehe. Portal gleich Zentrum. Richtig. Heute musst du noch nichts hochladen oder ändern. Einfach reinschauen. Okay. Ich werde jeden Tag reinschauen. Gut.
Und wenn du Fragen hast, komm jederzeit zur IT-Abteilung. Danke. Ich fühle mich schon sicherer. Super. Dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Moodle. Ich freue mich. Perfekt. Schritt für Schritt an. Ja. Ich bin gespannt. Hallo. Ich bin Ann. Ich bin neu an der Uni. Hello, Ann. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Laura. Bist du neu hier? Ja, alles ist noch neu für mich. Das kenne ich gut. Am Anfang ist alles groß und ein bisschen verwirrend. Ja, besonders die ganzen Systeme. Moodle, Portal, E-Mail. Ja, das kann am Anfang viel sein. Ich erkläre dir, wie es funktioniert. Danke. Ich bin froh, dass du mir hilfst. Zuerst das Uni-Portal. Hast du es schon gesehen? Ja, ich habe mich angemeldet. Aber ich weiß nicht genau, was ich dort machen soll. Kein Problem. Denk daran, das Portal ist das Zentrum. Alles Wichtige für dein Studium ist dort. Alles? Ja, deine Kurse, Stundenplan, Noten, Termine, auch Fristen für Prüfungen. Ah, also alles an einem Ort. Genau. Wenn die Uni etwas Wichtiges mitteilen will, schreiben sie es zuerst ins Portal. Und E-Mails? E-Mail ist die offizielle Kommunikation. Professoren, Verwaltung, alles geht über die Uni-Mail. Nur über die Uni-Mail? Nicht meine private Mail? Genau. Private Mails akzeptieren sie nicht. Alles Offizielle nur über Uni-Mail. Ah, gut zu wissen. Du solltest jeden Tag E-Mails prüfen, auch wenn du nichts erwartest. Okay. Ich mache das. Dann Moodle. Hast du schon gehört, was Moodle ist? Ja, ein Lernsystem. Aber ich weiß nicht genau, was dort ist. Moodle ist sehr praktisch. Du findest dort Materialien für die Kurse, Vorlesungsfolien, Übungen, Aufgaben. Ah, also alles, was wir für das Lernen brauchen. Genau. Auch Termine für Abgaben stehen dort. Und manche Professoren schreiben Nachrichten nur auf Moodle. Nur dort? Ja. Manchmal gibt es Diskussionen, Gruppenarbeiten, Foren. Du kannst Fragen stellen oder sehen, was andere Studierende fragen. Das klingt nützlich. Ja, wirklich. Du solltest jeden Kurs in Moodle öffnen. Dort siehst du alles Wichtige. Okay. Muss ich etwas hochladen? Ja, manchmal. Hausaufgaben, Übungsblätter, Präsentationen. Alles digital. Ah, kein Papier? Fast immer digital. Papier nur selten. Deutschland ist sehr digital. Gut. Ich mag das.
Noch ein Punkt. Fristen. Moodle zeigt dir, wann etwas fällig ist. Und im Portal gibt es auch eine Übersicht. Wenn ich es verpasse, passiert etwas? Ja, dann bekommst du Punkteabzug oder kannst die Abgabe nicht machen. Deshalb ist es wichtig, alles regelmäßig zu prüfen. Ich verstehe. Also Portal für Überblick, Moodle für Details, E-Mail für offizielle Nachrichten. Genau. Sehr gut zusammengefasst. Und was ist mit Kursanmeldung? Muss ich das auch über das Portal machen? Ja. Anmeldung für Kurse, Wahlmodule, Prüfungen. Alles läuft über das Portal. Okay, gut. Ein Tipp: Immer zuerst Portal prüfen, dann Moodle. So verpasst du nichts. Manchmal schreiben Professoren zusätzlich E-Mails. Aber meistens ist Portal oder Moodle die erste Quelle. Ah, alles klar. IT-Systeme sind auch wichtig. Hast du Probleme oder Fragen, geh zur IT-Hilfe. Okay. Ich habe noch keine Probleme. Am Anfang haben die meisten Studierenden kleine Fragen. Login funktioniert nicht, Passwort vergessen oder etwas in Moodle finden. Ja, ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Mach dir keine Sorgen. Fehler passieren jedem. Du lernst Schritt für Schritt. Danke. Das beruhigt mich. Noch etwas: Deine Daten. Im Portal musst du Adresse, Telefonnummer, Notfallkontakt eingeben. Alles korrekt. Warum? Wenn die Uni dich kontaktieren muss, zum Beispiel bei Prüfungen, Rückmeldungen oder Notfällen. Ah, logisch. Ich verstehe. Also zusammengefasst: Portal gleich alles, E-Mail gleich offiziell, Moodle gleich lernen, IT gleich Hilfe, Daten gleich richtig. Gut. Ich werde alles täglich prüfen. Sehr gut. Noch ein Tipp: Speichere wichtige Nachrichten und Fristen. Schreibe sie in einen Kalender. Ah, dann vergesse ich nichts. Genau. Und frage ältere Studierende, wenn du unsicher bist. Wie ich dich. Ja, oder Tutoren. Es gibt Tutorinnen und Tutoren, die dir helfen. Ah, das ist gut zu wissen. Manchmal gibt es WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen für Kurse. Auch dort werden Infos geteilt. Aber alles prüfen, richtig? Nicht alles ist korrekt. Genau. Manchmal sind Gerüchte falsch. Immer Portal oder Moodle prüfen. Okay. Ich werde vorsichtig sein. Ein letzter Punkt: Geduld. Alles ist neu. Es dauert ein paar Wochen, bis du dich sicher fühlst. Ja, es ist viel. Aber jetzt habe ich einen Plan. Perfekt. Schritt für Schritt. Du machst das gut. Danke. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Schön.
Morgen erkläre ich dir, wie du Module auswählst und deinen Stundenplan machst. Oh, das klingt wichtig. Ja, das ist der nächste Schritt. Heute konzentriere dich auf Portal, Moodle, E-Mail. Okay. Ich werde es üben. Super. Du wirst es schnell lernen. Danke. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Gern. Am Anfang ist alles leichter, wenn man jemanden kennt, der helfen kann. Ja, ich fühle mich weniger allein. Genau. Du bist nicht allein. Alle waren einmal neu. Gut. Ich werde jeden Tag Portal, Moodle und E-Mail prüfen. Sehr gut. Dann bist du gut vorbereitet. Danke. Ich fühle mich jetzt bereit. Schritt für Schritt. Anne, du schaffst das. Ja. Ich freue mich auf morgen. Super. Morgen lernen wir Module, Stundenplan, Kurse. Perfekt. Ich bin gespannt. Alles wird klarer, wenn du es Schritt für Schritt machst. Ja. Danke. Das hilft mir sehr. Guten Morgen. Ich wollte fragen, wie ich richtig E-Mails an die Uni schreibe. Guten Morgen. Schön, dass Sie fragen. Ich bin Herr Weber vom Studierendensekretariat. Ich erkläre es Ihnen. Danke. Ich bin unsicher. Was schreibe ich zuerst? Zuerst müssen Sie klar sagen, wer Sie sind. Name, Matrikelnummer und Fach. Also kurz vorstellen? Ja. Das ist sehr wichtig. Dann schreiben Sie, worum es geht. Zum Beispiel, wenn ich eine Frage zum Moodle habe? Genau. Dann kurz erklären, was das Problem ist. Keine langen Geschichten. Und wie formell soll ich schreiben? Höflich, aber nicht zu kompliziert. Deutsch kann einfach sein. Sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau ist richtig. Muss ich immer warten auf eine Antwort? Ja. In Deutschland antworten die Leute manchmal erst nach 1 oder 2 Tagen. Geduld ist wichtig. Was passiert, wenn ich eine Mail an die falsche Person sende? Dann wird sie weitergeleitet. Offizielle Stellen wissen, wer zuständig ist. Gut. Also kein Problem, wenn ich Fehler mache. Genau. Aber es hilft, vorher zu prüfen, wer zuständig ist. Professor nur für Fragen zum Kurs, Sekretariat für Verwaltung. Und wie sende ich Dokumente? Als PDF oder Bild. Immer klar benennen, Name, Matrikelnummer, Kurs. Also Anne-Mustermann-Abgabe 1 PDF. Perfekt. So weiß der Empfänger sofort, wer es ist. Muss ich alles speichern? Ja. In Deutschland sind Unterlagen wichtig.
Bewahren Sie Kopien auf. Und wenn ich mehrere Fragen habe? Besser jede Frage einzeln oder in einer Mail, kurz und klar. Lange Mails werden oft nicht komplett gelesen. Ah, also nur das Wichtigste. Genau. Wenn nötig, später eine neue Mail schreiben. Ich habe schon gesehen, dass manche Professoren Gruppenmails senden. Ja. Wichtige Infos kommen manchmal an alle Studierenden. Prüfen Sie deshalb regelmäßig E-Mail. Wie oft soll ich prüfen? Jeden Tag. Besonders vor Abgaben oder Prüfungen. Und wenn ich eine Frist verpasse, was passiert? Dann melden Sie sich sofort. In Deutschland gilt, Fristen sind verbindlich. Manchmal kann man einen Antrag stellen, aber nur mit guter Begründung. Also besser früh handeln. Ja. Offizielle Kommunikation ist streng. Deshalb alles dokumentieren. Muss ich auch die Professoren direkt fragen? Ja, aber nur bei Kursfragen. Hausaufgaben, Termine, Abgaben, alles über Moodle oder Portal. Ah, verstehe. Und wenn ich etwas hochladen muss, funktioniert es auch über Portal? Genau. Alles offiziell. Sie bekommen dann eine Bestätigung. Und IT-Fragen? Dann schreiben Sie an den IT-Helpdesk. Kurze Mail, Problem erklären. Keine langen Geschichten. Ich verstehe. Also überall kurze, klare Nachrichten. Richtig. Das ist die Logik in Deutschland. Alles muss nachvollziehbar sein. Und höflich. Immer bitte und danke. Ja. Höflichkeit ist sehr wichtig. Es zeigt Respekt und hilft, schneller Antwort zu bekommen. Wenn ich mehrere Aufgaben habe, wie organisiere ich E-Mail? Am besten Ordner erstellen, Kurse, Professoren, Verwaltung. So behalten Sie den Überblick. Und wie schnell muss ich antworten? Innerhalb von 1 bis 2 Tagen, wenn möglich. Kann ich auch auf Englisch schreiben? In manchen Kursen ja, besonders internationale. Aber im Studium auf Deutsch ist Deutsch besser. Was ist, wenn ich vergessen habe, eine Mail zu senden? Dann sofort schreiben, erklären, warum. Ehrlichkeit ist wichtig. Also Transparenz. Alles offen sagen. Genau. Deutsche Verwaltung arbeitet transparent. Fehler zugeben ist normal. Ich merke, es gibt viele Regeln. Ja, aber sie helfen, alles zu organisieren. Sie werden sich daran gewöhnen. Danke, Herr Weber. Jetzt weiß ich, wie ich E-Mails richtig nutze. Gut. Übung macht den Meister. Schreiben Sie am Anfang ruhig mehrere Testmails, zum Beispiel an Tutoren. Ja, das werde ich machen.
Dann können wir auch gleich eine kurze Übung machen. Schreiben Sie mir eine Mail mit Ihrer Frage zum Stundenplan. Okay. Ich schreibe, sehr geehrter Herr Weber, ich habe eine Frage zu meinem Stundenplan. Perfekt. So sehen offizielle E-Mails aus. Danke. Ich fühle mich jetzt sicherer. Gut. Denken Sie daran, Portal, Moodle, E-Mail, alles hängt zusammen. Aber jetzt verstehen Sie die Logik. Ja, jetzt weiß ich, warum alles digital ist. Schritt für Schritt. Bald wird alles selbstverständlich. Super. Ich werde üben und alles regelmäßig prüfen. Genau. Sie machen das sehr gut. Willkommen im deutschen Unisystem. Great job! You're one step closer to German fluency. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories. Thank you for watching. See you in the next video.